Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Cash Talk, unserer Show rund um Aktien und Investments, in die wir unser Geld stecken. In den letzten Folgen haben wir euch schon ein wenig über unsere Aktien erzählt, darunter die üblichen Verdächtigen: Apple, Tesla, BioNTech oder auch Nvidia. Alles Unternehmen, die man kennt, über die jeder spricht. Melinda, womit beschäftigen wir uns denn heute? Heute haben wir ein Unternehmen auf dem Schirm, das nicht in aller Munde ist. Es ist aus dem KI-Bereich und ist vor allem im Gesundheitsbereich tätig. Ja, das Unternehmen, über das wir heute sprechen, ist Tempus AI. Und was soll ich sagen? Ich habe mit dieser Aktie tatsächlich nichts zu tun. Das ist allein dein Werk. Du hast sie entdeckt, du hast sie in unser Portfolio gebracht. Magst du ein wenig erzählen, wer oder was ist Tempus AI und was machen die eigentlich im Detail? Tempus ist ein KI-Unternehmen. Bei KI denken ja die meisten erstmal an solche Sprachassistenten wie ChatGPT. Genau. Das finde ich jetzt weniger spannend, sondern interessanter finde ich die spezialisierten KIs. Und Tempus ist so ein Unternehmen, das sich im Gesundheitsbereich spezialisiert hat. Das ist in der Tat eine spannende Aktie, über die wir heute sprechen werden. Zumal Tempus dieser Tage auch noch neue Bilanzzahlen vorgelegt hat. Tauchen wir also ein und schauen uns etwas näher an, was es mit Tempus AI auf sich hat. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cash Talk, hier bei Ulf Unplugged. Hallo. Bevor wir in die Details einsteigen, noch ein wichtiger Hinweis: Wir machen hier keine Anlageberatung. Wir sprechen über Aktien, die wir selbst interessant finden, in die wir investiert haben oder bei denen wir das gerade überdenken. Ihr könnt euch das anhören und euch inspirieren lassen. Aber wie ihr dann handelt, ist allein eure Entscheidung. Oder allgemein gesprochen, Aktieninvestments sind mit Risiken verbunden. Man kann dabei viel Geld gewinnen, man kann es aber auch verlieren. Somit also nun zurück zu Tempus AI. Melinda, erzähl doch noch ein wenig über das Tätigkeitsfeld dieses Unternehmens. Also Tempus ist ein Unternehmen aus dem KI-Sektor und das Kerngeschäft von Tempus ist es, Gesundheitsdaten zu sortieren und zur Verfügung zu stellen. Tempus AI hat eine der größten medizinischen Datenbanken überhaupt und hat da Daten aus klinischen Studien, aus Krankenhäusern, von Pharmakonzernen gesammelt. Die Software von Tempus sortiert diese Daten, bündelt sie und macht sie vor allem nutzbar. Das heißt, es durchforstet all diese Studien und findet Gemeinsamkeiten und kann so zu genaueren Diagnosen verhelfen. Gegründet hat das Unternehmen ein Eric Lewskowski, der dem einen oder anderen vielleicht als Groupon-Gründer bekannt ist. Ja, in der Tat, die Gründung dieses Unternehmens ist eine interessante Geschichte, denn sie ist ganz anders als das, was man sonst so hört. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, wie ich gehört habe. Gründer Eric Lewkowski hatte einst Groupon gegründet, das hattest du gerade erwähnt. Aber ich frage mich, wie ist er denn dann auf einmal auf KI und Medizin als Thema gekommen? Das Ganze hat sehr persönliche Gründe. Seine Frau war an Krebs erkrankt und bei der Behandlung ist ihm aufgefallen, auf wie wenig Daten die Ärzte zurückgreifen, um eine Therapie zu erstellen. Und da kam ihm die Idee, dass ja ganz viele Daten zur Verfügung stehen, dass die aber nicht an einem Ort sind, sondern jede Uni hat ihre eigenen Studien, jeder Pharmakonzern. Und er ist dazu übergegangen, hat angefangen, diese Daten zu sammeln, sie zu bündeln und sie den Ärzten nutzbar zu machen, dass sie so eine gezieltere Therapie entwickeln können und insbesondere Krebspatienten besser helfen können. My motivation for starting Tempus was personal. I watched a family member actually being treated inside a clinical setting, and I realized just how critical it was to bring technology to the very physicians that were seeing patients every day. Welche sind denn die ganz konkreten Ziele dieses Unternehmens? Sie möchten die Medizin dahingehend bringen, dass Ärzte Entscheidungen auf Basis von Daten treffen können. Es gibt ja unzählige Studien, aber nicht jeder hat ja Zugriff auf die Studie von Universität XY, wenn du im Krankenhaus in Hintertupfingen sitzt.
Und das Ziel von Tempus AI ist es, Studiendaten und Patientendaten, Krankenhausdaten zu sammeln, sie zu katalogisieren und zu systematisieren und somit nutzbar zu machen für die Ärzte, dass sie Behandlungen auf Basis bisher gemachter Erfahrungen starten. Schauen wir doch noch einmal auf die Entstehungsgeschichte des Unternehmens. Das war am Anfang ja gar nicht so einfach. Es heißt, Lewkowski habe Investoren zunächst überzeugen müssen, dass KI in der Medizin tatsächlich ein großes Potenzial hat. Ja, ich glaube, das Schwierige war erstmal einen Stock an Daten zusammenzubringen. Denn eine KI kann ja Daten durchforsten und gezielt nach Sachen suchen. Und genau das macht ja Tempus. Und dafür braucht es erstmal einen großen Stock an Daten. Und da ist er von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Forschungseinrichtung zu Forschungseinrichtung gepilgert und hat diese Kooperationen nach und nach geschlossen, was sicher kein einfaches Unterfangen war, so viele auf seine Seite zu bringen und die Daten zu bekommen oder den Zugriff auf die Daten. Tempus ist ja noch nicht so lange an der Börse. Der Börsengang war erst Mitte letzten Jahres. Was ist seitdem geschehen? Wie hat sich das Unternehmen bis dato geschlagen? Also an der Börse ist es ja Neuling. Die IPO war irgendwann im Juli, August letzten Jahres. Und das ist natürlich ein Auf und Ab. Das ist noch ein sehr junges Unternehmen, das mit sehr vielen Risiken verbunden ist. Also es hat Anlaufschwierigkeiten, aber es kommen immer weitere Kooperationen hinzu. Auch die Pharmaindustrie ist sehr interessiert an den Daten, die Tempus hat und nutzbar macht. Aber es gibt im Gesundheitswesen ja ganz viele Big Player und das alles unter einem Hut zu bringen, da stecken einige Risiken drin und auch die Analysten sind sehr durchwachsen in ihren Einschätzungen. Nee, die Analysten sind nicht durchwachsen. Die Analystenmeinungen, die Analysten nicht, die Analystenmeinungen gehen zum Teil noch sehr stark auseinander und einige sind auch noch recht zögerlich. Das Unternehmen ist noch recht jung. Nun hat Tempus vor wenigen Tagen auch neue Zahlen vorgelegt. Was gab es denn da zu berichten und wie hat der Markt da eigentlich reagiert? Also die Zahlen waren gar nicht so schlecht. Das Unternehmen hat den Turnaround noch nicht geschafft. Das heißt, sie haben immer noch Verluste. Der Umsatz konnte aber gesteigert werden. Die Verluste sind auch nicht ganz so hoch ausgefallen. Ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, wie hoch die Erwartungen der Analysten waren, weil für uns dieses Investment langfristig gesetzt ist und wir denken nicht von Quartal zu Quartal, sondern glauben an die grundsätzliche Idee und das Geschäftsmodell dahinter und haben auch ein Anlageziel von eher 5 Jahren. Im Januar sind dann noch 2 neue Softwarelösungen vorgestellt worden. Ich erinnere mich an Olivia und Tempus One. Kannst du uns ein wenig erzählen, worum es dabei geht? Tempus One ist eine Software für medizinische Fachkräfte, die den Zugriff auf die Datenbank wohl verbessert. Und Olivia ist eine Gesundheits-App für Patienten, die die Gesundheitsdaten der Patienten bündelt und auch beispielsweise sowas wie Apple Health mit verknüpft. Das ist allerdings für den amerikanischen Markt. Eines der Risiken in dem Bereich sind die Regulatorien, die dahinter liegen, datenschutzrechtliche Sachen. Und im Gesundheitsbereich ist ja alles sehr strikt geregelt. Das kann durchaus noch Schwierigkeiten bereiten. Allerdings glaube ich trotzdem an den langfristigen Erfolg. Also ein ganz klassischer Fall von wer früh investiert, muss sich des Risikos bewusst sein, richtig? Allerdings, ja, das ist ein Start-up, da geht's rauf und runter und zwar nicht nur mal so ein bisschen rauf und ein bisschen runter, sondern die Aktie ist sehr volatil und die Bewegungen schlagen schon stark nach oben und nach unten aus. Große Banken sind da auch noch recht vorsichtig. Es ist ein junges Unternehmen. Wer beispielsweise investiert ist Google. Aber ich sehe langfristiges Potenzial und vor allem im Gesundheitsbereich wird sich, glaube ich, KI durchsetzen. Was müssen potenzielle Anleger wissen bzw. im Auge behalten? Grundsätzlich ein interessantes Feld, ein sehr innovatives Unternehmen, das, glaube ich, in dem Bereich wirklich führend ist, mit dem, was es kann, mit der Datenbank, die im Hintergrund ist. Der KI-Sektor boomt und der Gesundheitsbereich wird da ein großes Feld sein. Allerdings ist die Aktie sehr volatil und man braucht starke Nerven und man muss sich des Risikos bewusst sein, dass es auch mal ordentlich nach unten gehen kann. Welche weiteren Schritte sind denn nötig, damit diese Aktie auch langfristig ein Erfolg sein wird? Oder anders gefragt, was sind die technologischen Entwicklungen oder auch strategischen Schritte, die Tempus AI verfolgen muss?
sie müssen weiterhin ihre Partnerschaften mit Forschungsinstituten, mit Pharmafirmen ausbauen. Daran arbeiten sie auch und das läuft, glaube ich, ganz gut. Aktuell sind sie sehr stark im Bereich der Onkologie, also im Krebsbereich, in allen herzrelevanten Geschichten. Da müssen sie die Krankheitsbilder wahrscheinlich etwas größer ausweiten und die Datenbank auch erweitern. Und dann geht es darum, auch noch weitere Märkte zu erschließen. Also auch die Hürden in Europa beispielsweise zu nehmen. Wo liegen dann also die Risiken bei dieser Aktie? Was muss man da im Blickfeld behalten? Wie schon gesagt, die regulatorischen Hürden, Datenschutzbestimmungen und die Konkurrenz. Also Google, Microsoft und Co. investieren auch massiv in den Gesundheitsbereich und da muss Tempus einfach vorne mit dranbleiben. Tja, eine spannende Aktie, oder? Was denkt ihr? Ist Tempus AI der nächste große Wurf im KI-Sektor? Oder ist es eine Aktie, von der man doch besser die Finger lassen sollte? Hinterlasst gern euren Kommentar hier unter dem Video in der Kommentarleiste. Ja, und wenn ihr weitere Folgen unseres Cash Talk sehen wollt, hier und hier erfahrt ihr, welche Aktien wir ebenfalls interessant finden. Und wenn euch unsere Analyse gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like oder noch besser, ihr abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr künftig keine neue Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Cash Talk hier bei Ulf Unplugged. Bye. Ciao.